Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro-Gamer. Wir sind im Story-Arc der Solonay-Dyson-Sphäre und zwar in der Mission Ein Schritt zwischen den Sternen. Admiral, wir haben herausgefunden, dass die Dyson-Sphäre durch die Omega-Moleküle, die sie erschafft, zu einem anderen Punkt im Weltraum springen kann. Dies könnte für den Delta-Quadranten katastrophal sein. Wenn die Reaktion nicht perfekt abläuft, werden große Gebiete des Subraums beschädigt und das Reisen in diesen Regionen wird fast unmöglich werden. Unsere Quellen berichten, dass die Vos vorhaben, die Station zu übernehmen und mit der Sphäre zurück in ihren Raum zu springen. Dies können wir nicht zulassen. Melden Sie sich beim Oberkommando. Sie müssen das verhindern. Begeben Sie sich zum Dyson-Sphärenportal im Azur-Sektor des Beta-Quadranten und melden Sie sich beim Dyson-Oberkommando. Dies ist eine Einzelspielermission. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir da zum Startpunkt kommen. Es gibt eine Menge Aktivitäten hier im Oberkommando Sir. Die gesamte Flotte scheint sich für etwas Großes zu sammeln. Die hohen Ränge treffen sich in einem anderen Gebiet. Unsere Befehle lauten, sich mit dem Chief Logistikoffizier zu treffen. Verstanden. Ich suche den Chief Logistikoffizier auf. You're just in time. Please follow me to Subcommander Cole. Sie kommen genau zur rechten Zeit. Bitte folgen Sie mir zu Subcommander Cole. Frage ist, müssen wir auf Sie warten oder können wir auch direkt mit ihm sprechen? Good to see you again. We now know why the sphere generates vast amounts of omega particles. It is designed to use those particles as fuel to jump to any area of space. There is a space station that controls the jumps in close orbit of the sphere's star. Schön, Sie wiederzusehen, Admiral. Wir wissen nun, warum die Sphäre solch große Mengen an Omega-Partikeln produziert. Sie wurde entworfen, um mit diesen Partikeln an jeden beliebigen Ort im Raum zu springen. Es gibt eine Station, die die Sprünge im nahen Orbit des Sterns kontrolliert. Fahren Sie fort. Admiral Tuvok from Starfleet was selected to lead a small team to the station to try to disable it. With him is Dr. Eric Cooper, a scientist who has been studying Dyson and Iconian technology. Something's gone wrong. 2 hours ago, we received a distress signal from Tuvok. Please use the console to download the signal. Afterward, I'd like to hear your opinion of the situation. Admiral Tuvok von der Sternenflotte wurde ausgewählt, ein kleines Team zur Station zu führen und sie auszuschalten. Bei ihm ist Dr. Eric Cooper, ein Wissenschaftler, der Dyson und Ikonia-Technologie studiert hat. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Vor 2 Stunden haben wir ein Notsignal von Tuvok erhalten. Bitte verwenden Sie diese Konsole, um das Signal herunterzuladen. Danach würde ich gern Ihre Meinung über die Situation hören. Joint Command, please respond. This is Tuvok. Sensors have detected a large Voth fleet moving toward the station. They have discovered us, and we have yet to complete our work. Communications with our ship are down. Our last contact with them indicated that they were having technical difficulties and may be forced to retreat to a safer location. I will be unable to stop a Voth advance without assistance. Oberkommando, bitte kommen. Hier ist Tuvok. Unsere Sensoren zeigen eine große Voth-Flotte auf dem Weg zur Station. Sie haben uns entdeckt und wir sind hier noch nicht fertig. Die Kommunikation zu unserem Schiff ist nicht möglich. Unser letzter Kontakt mit ihnen deutete auf technische Schwierigkeiten hin und sie mussten sich womöglich zurückziehen. Ich werde einen Vorstoß der Voth nicht ohne Unterstützung aufhalten können.
Notsignal anhalten und mit Subcommander Cole sprechen. The attack on the Voth fleet will commence shortly. Captains, please return to your ships. Tuvok and Cooper are stranded with an entire Voth fleet bearing down on them. I need you to fly to the station, rescue our team, and finish the mission. Our fleet will engage the Voth to help keep them distracted. But to avoid detection, you'll need to fly roughly 100 kilometers above the surface of the star. Tuvok und Cooper sind gestrandet und stehen einer ganzen Voth-Flotte gegenüber. Wir müssen zur Station fliegen, unser Team retten und die Mission beenden. Unsere Flotte wird die Voth angreifen und ablenken. Aber um nicht entdeckt zu werden, müssen sie etwa 100 Kilometer über der Oberfläche des Sterns fliegen. Die Nähe der Sonne wird mein Schiff in Gefahr bringen, aber wir müssen tun, was die Mission verlangt, oder auf keinen Fall, mein Schiff übersteht diese Bedingungen nicht, oder wie wäre es mit einer Tarnvorrichtung? Ich nehme das erste. Speak with the logistics officer assigned to brief your crew on the situation. With your permission, we can help your engineers set up a temporary modulation for your shield frequencies that should allow your ship to travel that close to the sun safely. Sprechen Sie mit den eingeteilten Logistikoffizieren, um Ihre Besatzung über die Lage zu informieren. Mit Ihrer Erlaubnis helfen wir Ihren Ingenieuren, eine vorübergehende Modulation ihrer Schildfrequenzen vorzunehmen, die Ihrem Schiff die Reise nahe der Sonne ermöglichen. Sehr gut, ich rede mit dem Logistikoffizier. Greetings. Our engineers are working with your crew now to create a temporary modulation program that will help your shields protect your ship from the heat and radiation you will encounter on your way to the sun station. Your ship should be able to safely make the trip, but it won't be able to remain in orbit of the station. Grüße, Admiral. Unsere Ingenieure arbeiten mit ihrer Mannschaft, um ein vorübergehendes Modulationsprogramm zu erstellen, damit die Schilde ihr Schiff vor der Hitze und Strahlung auf dem Weg zur Sonnenstation beschützen. Ihr Schiff sollte die Reise überstehen, aber es wird nicht im Orbit der Station bleiben können. Wo soll die USS Dutch hin, wenn ich auf der Station bin? We will need every available ship to fight the Voth. It would be best if your ship joined the fleet once you are aboard the station. Your goals on the station are to find Admiral Tuvok, assist him to shut down the sphere's jump capabilities, and then retreat before the Voth fleet arrives. Do you have any questions? Wir brauchen jedes verfügbare Schiff, um die Voth zu bekämpfen. Es wäre das Beste, wenn sich Ihr Schiff der Flotte anschließt, sobald Sie auf der Station sind. Ihre Ziele auf der Station sind folgende. Suchen Sie Admiral Tuvok. Helfen Sie ihm bei der Abschaltung der Sprungmöglichkeiten und ziehen Sie sich zurück, bevor die Voth-Flotte eintrifft. Haben Sie Fragen? Wenn die USS Dutch bei der Flotte ist, wie sieht dann unser Fluchtplan aus? Admiral Tuvok traveled to the station in a new starship, specifically designed to withstand the conditions there. The Dyson has reported some technical issues, but they should still be in transporter range. It will be standing by to assist you when you've completed your mission. Admiral Tuvok ist mit einem neuen Raumschiff zur Station geflogen, das den Bedingungen dort speziell angepasst wurde. Die USS Dyson hat technische Schwierigkeiten gemeldet, aber sie sollte noch in Transporterreichweite sein. Sie wird bereit sein, wenn Sie Ihre Mission abgeschlossen haben. Melden Sie sich auf Ihrem Schiff zurück. Verstanden, ich kehre auf mein Schiff zurück. Wir sind bereit zu gehen, wenn Sie es sind, Admiral. Ja, sofort, ich gucke mal kurz ins Inventar. Da ist genug Platz. Dann geht's mal los. Captain, wir nähern uns der Oberfläche des Sterns. Die Modifikationen an unseren Schilden halten das Schlimmste ab, aber sie werden uns nicht für lange schützen. Wir verlieren bereits Subsysteme an die Hitze und die Strahlung. Wir können noch etwas weiterfliegen, aber wir verlieren mehr und mehr Systeme. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die kritischen Systeme verlieren. So, die USS Dutch wird standhalten. Setzen Sie Kurs auf die Station so schnell wie möglich. Ich wusste, das ist eine schlechte Idee. Setzen Sie Kurs auf die Station so schnell wie möglich. Naja. Läuft beides aufs Gleiche hinaus.
Sachen zum Einsammeln. Dann machen wir das doch gleich mal. So, hier einmal. Und weiter geht's. Admiral Tuvok rufen. Wir können keine Verbindung zur Station herstellen, Admiral. Erste Scans zeigen, dass die nahen Sonneneruptionen unsere Frequenzen stören. Wäre es für die USS Dutch möglich, die nahen Sonneneruptionsinhibitoren zu reparieren? Dies sollte den Kontakt zur Station ermöglichen. Sehr gut, wir reparieren die Sonneneruptionsinhibitoren und kontaktieren anschließend Admiral Tuvok. So, Nummer 2. Nummer 3. Your arrival is timely. The Voth are already on the station. I am with Dr. Cooper, but many of the other members of our team have been killed. Any assistance you can render would be useful. I recommend that you speak to your crew before transport. Your vessel will not be able to remain in range for long. Sie kommen genau richtig, Admiral. Die Voth sind bereits auf der Station. Dr. Cooper ist bei mir, aber viele andere Mitglieder des Teams wurden getötet. Wir wären über jegliche Hilfe dankbar. Sie sollten mit Ihrer Crew sprechen, bevor Sie losziehen. Ihr Schiff wird nicht mehr lange in Reichweite sein. Sprechen Sie mit Ihrer Mannschaft und beamen Sie sich zur Station. Verstanden, ich bin gleich da. Captain, das Schiff wird irreparable Schaden erleiden, wenn wir so nah an der Sonne bleiben. Wir können uns zurückziehen, dringende Reparaturen durchführen und dann zur Flotte zurückkehren. Wie lauten Ihre Befehle, Sir? Unterstützen Sie die Flotte, während ich weg bin. Verstanden, Sir. Wir werden uns gut um die Dacia kümmern, während Sie weg sind. Sind Sie für den Transport bereit? Zur Station beamen. Greetings, I am Admiral Tuvok. The man behind the crates is Dr. Eric Cooper, the Federation Science Council's expert on Dyson technology. Yes. Hello, I'm Dr. Cooper. Allow me to brief you on the situation, so we may determine the best plan of action. Main power is offline. I am not sure what caused this disruption, but the event was fortunate. The darkness is a distinct tactical advantage. There are manual overrides in each room. I have temporarily disabled the one between us and the Voth. Unfortunately, the Dyson's captain did not survive the Voth's initial assault. Die Hauptenergie ist ausgefallen, Admiral. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben Glück. Die Dunkelheit ist ein taktischer Vorteil. Es gibt manuelle Überbrückungen in jedem Raum. Ich habe die zwischen uns und den Voths vorübergehend deaktiviert. Leider hat der Captain der Dyson den ersten Angriff der Voths nicht überlebt. Was können Sie mir über die Station erzählen? There are two generator rooms that control much of the station's operations. The generator room to the south controls the power. The control room to the west, where the Voth are, maintains the station's jump capabilities. It is imperative we reach the west control room and disable it before the Voth jump this sphere back to their space. The release of the Omega particles needed for this reaction would be catastrophic. Es gibt zwei Generatoren
Generatorräume, die den Großteil der Station kontrollieren. Der südliche Generatorraum steuert die Energie. Der westliche, dort wo die Voss sind, kontrolliert die Sprungmöglichkeit der Station. Wir müssen unbedingt den westlichen Kontrollraum erreichen und ausschalten, bevor die Voss diese Sphäre zurück in ihren Raum schicken. Die Freisetzung der Omega-Partikel, die für den Sprung benötigt werden, wäre katastrophal. Wie viele Voss sind zwischen uns und dem Kontrollraum? More than the two of us can safely engage. Defeat would be certain. However, if we restore main power, we can use the station's automated defenses to even the odds. If we can avoid being targeted by them ourselves. I understand you have extensive combat experience. Do you have any suggestions? Wir zwei allein sollten nicht angreifen. Die Niederlage wäre gewiss. Aber wenn wir die Hauptenergie wiederherstellen, können wir die Stationsverteidigung zu unserem Vorteil einsetzen. Wenn wir sie selbst vermeiden können. Sie haben umfangreiche Kampferfahrung, Admiral. Irgendwelche Vorschläge? Wir sollten zum Generatorraum gehen. We're moving away from the Voth, right? So, da geht's nicht lang. Da liegt auch noch einer. Können wir nichts machen. Das. Sensors are detecting a Voth battle mech ahead. I recommend we perform a more detailed scan to ensure it is deactivated. The pilot of this battlesuit may have been killed in the fighting. However, we do not know what else we will find on this station. We must move forward. The trapped Voth will be attempting to circumvent my modifications. What do you suggest? Der Pilot dieses Kampfanzugs wurde vermutlich im Kampf getötet. Wir wissen nicht, was wir sonst noch auf dieser Station finden werden. Wir müssen weiter. Die gefangenen Voss werden versuchen, meine Modifikationen zu umgehen. Was schlagen Sie vor? Beschützen Sie Cooper. Er wird unsere Hilfe brauchen. Voth! Oh, sorry. I thought I saw something. Remain calm, Doctor. The defenses in here can be quite lethal. It was awful. The sounds, the blood. Ugh. So, immer mal weiter hier. I will stand watch while you and the doctor examine the generator. So, das machen wir auch gleich. Jetzt sammeln wir hierbei erstmal das Gas noch ein. If I understand this correctly, we can restore main power activating consoles that match the symbol up here. After the first one is activated, we'll only have 20 seconds to activate the other two. If we don't, the system will defend itself. Also, activating the wrong consoles will trigger the system's defenses. Be careful. So. Da haben wir gelb, da ist rot, da ist blau. Dann... That looks right. mal quer hier rüber.
looks right. Dann wieder quer rüber. That did it. The final console is unlocked. Sieht mir doch nach was aus. This does not bode well. By restoring main power, we have released the locks, preventing the Voth from reaching our location. They will already be on the move. We will require Cooper's assistance to subvert the automated defenses for our own use. The Doctor is an expert in the technology found on the sphere. This is well within his capabilities. Durch die Wiederherstellung der Hauptenergie haben wir den Voss den Zugang zu unserer Position ermöglicht. Sie werden schon unterwegs sein. Wir brauchen Coopers Unterstützung, um die automatische Verteidigung für uns nutzen zu können. Der Doktor ist ein Experte mit dieser Sphärentechnologie. Er schafft das. Allerdings kann er, wie Sie gesehen haben, sehr emotional sein. Ich rede mit Cooper. What are we going to do? The Voth will be here any second. And I don't think they're in the mood to take prisoners. Please, you have to get me out of here. I'm not like you and Tuvok. I'm much too important to die here. Was sollen wir tun? Die Voss werden gleich hier sein und ich glaube nicht, dass sie Gefangenen machen werden. Bitte, Sie müssen mich hier rausbringen. Ich bin nicht wie Sie und Tuvok. Ich bin viel zu wichtig, um hier zu sterben. Beruhigen Sie sich. Wir kommen hier alle lebend raus, wenn Sie uns helfen. My help? What could I do? You and Tuvok have done everything so far. I don't even know how to use a phaser. I just want to go back to my lab. I was never meant for field work. Meine Hilfe? Was kann ich tun? Sie und Tuvok haben bisher alles erledigt. Ich weiß nicht einmal, wie man einen Phaser verwendet. Ich möchte nur in mein Labor zurück. Ich eigne mich nicht für die Feldarbeit. Tuvok sagt, keiner kennt diese Technologie besser als Sie. Sie schaffen das. Tuvok said that? Well, maybe. I might know the technology, but I don't work well under pressure. I need time and space to think, and I need to be able to do my work without fear of being killed. I can't help you. I'm sorry. Tuvok hat das gesagt? Nun, vielleicht. Ich kenne zwar die Technologie, aber ich arbeite nicht gut unter Stress. Ich brauche Zeit und Platz zum Denken. Und das alles ohne die Gefahr, gleich erschossen zu werden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Cooper, ich glaube an Sie. Sie schaffen das. All right. I'll try. If we're here, and the station's defenses are active, but we're not under attack. But if that's the case, wait, I can do this. Just give me a moment. In Ordnung, ich versuche es. Wir sind hier und die Stationsverteidigung ist aktiv. Dennoch werden wir nicht angegriffen. Aber wenn das so ist, warten Sie. Ich schaffe das. Geben Sie mir einen Augenblick. I think if I try this... Dr. Cooper, we require a solution. I'm working on it. Vulcans. If I can just try that... Yes, I have it. I've done something. I'm not ready for what's being thrown at me here. Maybe I could activate the beams or something else? Ich habe etwas angestellt hier. Ich bin hierfür nicht bereit. Vielleicht sollte ich die Strahlenwaffen aktivieren. Oder besser nicht? Allow me, Doctor. Fascinating. With this exposed, I can manually activate the defenses in the next room. However, there is another possibility. Erlauben Sie, Doktor? Faszinierend. Jetzt kann ich die Verteidigung im nächsten Raum manuell aktivieren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Was gibt es? Instead of activating the defenses to assist you, I can reroute the power to attempt to send a message to our stranded ship. It may not help, but we have been out of contact for hours. Your options are activating the defense beams, activating swarmers, or using none of them.
Anstatt die Verteidigung zu ihrer Hilfe zu aktivieren, kann ich die Energie umleiten und eine Nachricht an unser gestrandetes Schiff senden. Es muss nicht klappen, aber wir haben schon seit Stunden keinen Kontakt mehr. Ich bin sicher, Sie fragen sich, was passiert ist. Ich kann also die Verteidigung oder die Schwärme aktivieren oder nichts tun. Erzählen Sie mehr über die Strahlenwaffen. I can activate beams of energy that will shoot down in set periods of time. I do not have any further control than that. But you could lure some of the Voth into the beams. The beams are quite deadly, so I would advise keeping your distance. This would be our easiest option against the Voth, but if we are not careful, we could be caught in the beams. Would you prefer I activate the beams? Ich kann Energiestrahlen in der Decke aktivieren, die regelmäßig feuern. Ich habe keine weitere Kontrolle über sie, aber sie könnten ein paar Voth in die Strahlen locken. Die Strahlen sind sehr tödlich, also halten Sie lieber Abstand. Das wäre unsere einfachste Lösung gegen die Voth. Aber wenn wir nicht vorsichtig sind, können wir selbst in die Strahlen geraten. Soll ich die Strahlen aktivieren? Erzählen Sie mir etwas über die Schwärmer. I can alter the programming of the security swarmers that normally patrol this area. They will attack the Voth, but they also will attack us if there are no other targets. The swarmers will provide a distraction for us, but they could also be a liability. Do you want me to activate the swarmers? Ich kann die Sicherheitsschwärmer umprogrammieren, die in der Gegend patrouillieren. Sie werden bevorzugt die Voth angreifen, aber sie werden auch uns angreifen, wenn keine anderen Ziele mehr da sind. Die Schwärmer werden uns als Ablenkung dienen, könnten aber auch eine Belastung werden. Soll ich die Schwärmer aktivieren? Tuvok, wie stehen unsere Chancen, wenn wir keine Verteidigungsunterstützung haben? Slim enough that I cannot recommend it. However, if you choose to do so, I will support you. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber wenn Sie dies tun möchten, stehe ich hinter Ihnen. Es ist nicht empfehlenswert, den nächsten Gegner ohne Coopers Hilfe oder sehr gute Ausrüstung anzugehen. Ach komm, ich liebe die Herausforderung. I'll wait here. You go on ahead. Machen wir es ohne die Unterstützung. More Voth inbound. Prepare yourself. So. Voth commanders are approaching. We should move forward. Be on your guard. So, weiter geht's. A Voth soldier is activating the battlesuit. That was an explosion of sufficient magnitude to cause a breach. Doctor, what is your status? I'm fine, I'm fine. The Voth can't get in. You, may want to put a shield up around the next door before you open it. Schild aktivieren. Dann öffnen die Tür zwingen.
It would appear all that is between us and our goal is the vacuum of space. My modifications successfully locked the Voth out of this area. However, there was an armed Voth battlesuit in the corridor. The station's automated swarmers attacked, and this is the result. Meine Modifikationen haben die Voths ausgesperrt, allerdings gab es einen bewaffneten Voth-Kampfanzug in diesem Korridor. Die Schwärmer der Station haben angegriffen und dies ist das Ergebnis. Versuchen Sie noch einmal die Dyson zu erreichen, sie können uns hindurch transportieren. No response. According to my readings, there is no method of direct access. Unless your ship is within range, we are stranded. Keine Antwort. Meiner Messungen nach gibt es keinen direkten Zugang. Solange Ihr Schiff nicht in Reichweite ist, sitzen wir fest. Meine Besatzung wird bei der Flotte sein. Sollen wir auf Cooper warten? I'm here. Wait. Doctor, we require a way to access the other areas of the station. Your thoughts? I have an idea, but you may not like it. Those EV suits over there. They have maneuvering jets that we could use on the outside of the station. I've looked them over, and they should be able to withstand the heat of the sun. Should. Well, nothing will withstand that much heat and radiation for long. The suits appear to be designed for use in the shadow of the station. But, technically, they can keep us safe. For a little while. They will have to suffice. We have no other logical option. So, einen Raumanzug nehmen. Doctor, are you going to prepare your suit? Me? Of course not. It's far too risky for me to go out there. We will need to convince Cooper to overcome his fear and help us complete our mission. So, der sieht auch doch deutlich besser aus und bringt doch mehr als mein bisheriger. Do you really need me out there? Internal comms are still active. I could just tell you what you have to do. I really can't stand any more stress. I have no idea why Admiral Tuvok chose me for this project. I'm not trained for field work. If I get home alive, I'm writing a letter to the Föderation Science Council. I'll file a formal complaint. Brauchen Sie mich wirklich da draußen? Die interne Kommunikation ist immer noch aktiv. Ich könnte Ihnen einfach sagen, was Sie tun müssen. Ich bin mit dem Nerven am Ende. Ich weiß nicht, warum Admiral Tuvok mich für dieses Projekt ausgewählt hat. Ich bin für Feldarbeit nicht ausgebildet. Wenn ich hier lebend rauskomme, schreibe ich einen Brief an den Wissenschaftsrat der Föderation. Eine fette Beschwerde. Wollen Sie allein sein, wenn die Voths zurückkommen? The Voth? I thought you defeated them all. They're not going to come back, are they? I can't be alone if they come back. They'll kill me. They'll rip me apart. Die Voths? Ich dachte, Sie hätten sie alle besiegt. Die kommen doch nicht wieder, oder? Ich darf nicht allein sein, wenn sie zurückkommen. Sie werden mich umbringen. Sie werden mich zerfetzen. Dann kommen Sie mit uns, wenn Sie leben möchten. Okay, I'll do it. I can't fight the Voth alone. Okay, ich mach's. Ich kann die Voths nicht allein besiegen. Gut, lassen Sie uns loslegen. So. Calm yourself, Doctor. Conserve your oxygen. So, weiter geht's. There is a large piece of debris blocking the station's entrance. There is a large amount of debris blocking the entrance. It will be impossible for us to move it without assistance. I can scan the area for anything that may be of use.
Admiral, es gibt eine Menge Geröll, das den Eingang blockiert. Es wird unmöglich sein, ohne Hilfe da reinzukommen. Ich kann die Gegend nach etwas Nützlichem scannen. Gute Idee. There are two objects of interest. The first is the remains of a Voth battlesuit. There is a mortar payload within it that we can place onto the debris. The second is the remains of a swarmer, specifically a miniaturized communications device. We could use it to detonate the mortar remotely. Es gibt zwei Objekte, die von Interesse sein könnten. Das erste sind Reste eines Voth-Kampfanzugs. Er verfügt über einen Mörser, den wir auf das Geröll anwenden können. Das zweite sind die Reste eines Schwärmers, insbesondere seines Kommunikationsgeräts in Miniaturform. Wir können es verwenden, um den Mörser ferngesteuert zu zünden. Sie holen den Kommunikator, ich hole die Ladung. So. Geht's hier jetzt wieder zurück. I suggest flying a safe distance before activating the charges. So, wieder zu der Tür. The door is sealed. Any ideas, Doctor? There should be a manual release for the locks above us. I will establish a shield. Ja, wer darf wieder das manuelle Schloss öffnen? Dann geht's mal weiter. Gar nicht so einfach hier mit so einem Raumanzug zu navigieren. The doors are open. Dr. Cooper and I will wait for you inside. So, jetzt hier rum. Und da winkt da schon einer. These suits are fried. I doubt they'll be much use anymore. Something has closed the doors. Most unsettling. I think the station's defenses are activating. Schwärmer besiegen. We should move forward before more defenses activate. Okay. Schön alle hier beisammen bleiben. I remember this room. The security protocols shut us out when we first arrived. Prepare yourself. We must defend Dr. Cooper.
bisschen mehr aus. Der war jetzt schneller. I need you to activate a console while I work on this. Excellent. I can keep moving forward over here. I need you to activate a console while I work on this. Perfect. I'm almost done. We're through. So, weiter geht's. We must power down the room's shielding to access the control panels. The doctor and I will continue our work while you disable the lower panels. Ja, machen wir gleich. Jetzt sammeln wir erst hier das Thoriumerz ein. Ja, stopp. Good work. Reactivate the shields and we can complete our mission. The honor of deactivating the station is yours. Hauptkontrolle aktivieren, um Station runterzufahren. There we go. The deactivation program is moving nicely. Doctor, I'm detecting something curious. Energy levels in the gateway in front of us are rising at an exponential rate. It appears to be activating. What? Let me check. Oh, this is not good. The gateway is designed to be an escape hatch in the event this station goes offline. We cannot deactivate the jump protocols without activating the gateway as well. Is there any way to override the protocols? None that I can see. If we want to stop the jump, we have to activate that gate. It seems we have little choice. Your thoughts? Mit Dr. Cooper sprechen. As Tuvok said, we have no choice. If we want to stop this sphere from moving, we need to activate the gateway. Our time here is limited. The Voth will return in force. We have to do this now. There is no other option. Wie Tuvok schon sagte, wir haben keine Wahl. Wenn wir die Sphäre aufhalten wollen, müssen wir das Portal aktivieren. Wir haben nicht viel Zeit. Die Voth werden zurückkehren. Wir müssen es jetzt tun. Es gibt keinen anderen Weg. Zeit, es herunterzufahren. I'm so sorry.
I wish I could have found a better way. I failed you both. Do not dwell on this. If there was another option, we would have found it. One moment. We are being hailed. Tuvok here. Chief Engineer Tarkram of the Dyson here, Admiral. Acknowledged, Chief. Are all of your systems restored? The opening of the gateway cleared up the ambient distortion disruptions. Do you need transport? Yes, I want to get off this station now. We are ready to depart. Chief, do you have a lock? Admiral Tuvok, come in! Dyson, 3 to beam up. We can't get a lock. You need to get out of the hot zone. Move! Begeben Sie sich zum Treffpunkt. Okay, der Weg ist versperrt, also müssen wir hier den Weg, den wir gekommen sind. Ich hoffe, die folgen auch vernünftig und packen sich nicht irgendwo fest. We're going to die. We're going to die. Wir haben sie erfasst. Sagen Sie einfach Bescheid. Beamen Sie uns hoch. Good to have you on board, sir. I'm Chief Engineer Tarkram. The fleet and your ship are still engaged with the Voth, but several Voth ships are making their way towards the gateway. One of their dreadnoughts has already passed through. As the only available ship, we have orders to stop the other Voth from entering the gateway. Schön, Sie an Bord zu haben, Sir. Ich bin Chief Engineer Tarkram. Die Flotte und ihr Schiff kämpfen noch gegen die Voss, aber einige Voss-Schiffe sind auf dem Weg zum Portal. Eins ihrer Dreadnoughts ist bereits hindurch. Als einzig verfügbares Schiff haben wir Befehl, die anderen Voss vom Passieren des Portals abzuhalten. Halten Sie die Voss-Schiffe vom Erreichen des Portals ab. Verstanden. Mal sehen, was dieses Schiff drauf hat. Taktikteam, Strahlenbanküberladung, synchronisierter Angriff. Das Muster Tuvok. Verbesserter Schild. Phasenschild. Schauen wir doch mal. Das Schiffchen so drauf hat. Ich hasse es, wenn ich nicht mit meinem eigenen Schiff kämpfen kann. Na gut.
Ja, mit meinem eigenen Schiff wäre ich schon schneller. Das Ding hält einfach zu viel aus. So, geht auch langsam. There are no more Voth in the vicinity, but one dreadnought did go through the gateway. If my readings are correct, it is passing into another Dyson sphere, this one deeper in the Delta Quadrant. If the Voth are allowed to enter another sphere, they will try to claim it, as they have fought to claim this one. Es gibt keine Voth mehr in der Umgebung, aber es ist ein Dreadnought durch das Portal geflogen. Wenn meine Werte korrekt sind, dann fliegt sie zu einer anderen Dyson-Sphäre tief im Delta-Quadranten. Wenn die Voth eine andere Sphäre erreichen, dann werden sie die haben wollen, genau wie diese hier. Dann fliegen wir doch mal hinterher. Navigational readings indicate we are in the Delta Quadrant. However, we are inside a Dyson sphere, and there are no known structures of this type in this region. I'm detecting the presence of a Starfleet vessel, the USS Gold. That ship disappeared on a survey of the Jenolan Dyson sphere at the precise instant the Iconian Gateway network was reset to save New Romulus. Die Navigationsmesswerte zeigen an, dass wir uns im Delta-Quadranten befinden. Aber wir sind im Inneren einer Dyson-Sphäre und es gibt keine bekannten Gebäude innerhalb dieser Region. Ich erkenne ein Schiff der Sternenflotte, die USS Gold. Dieses Schiff verschwand bei einer Untersuchung der Jenolan Dyson-Sphäre zum Zeitpunkt, als das ikonianische Portal zur Rettung von Romulus zurückgesetzt wurde. Die Jenolan Dyson-Sphäre? This sphere was discovered by the crew of the USS Jenolan in 2294. The USS Enterprise D rescued Montgomery Scott, a survivor of the Jenolan 75 years later. However, it now appears that the Jenolan sphere had the same jump capabilities as the Solanae and moved to this location with the gold inside. Diese Sphäre wurde im Jahr 2294 von der Crew der USS Jenolan entdeckt. Die USS Enterprise D rettete 75 Jahre später Montgomery Scott, einen Überlebenden der Jenolan. Es scheint, als hätte die Jenolan-Sphäre die gleiche Sprungfähigkeit wie die Solanae-Sphäre und dass sie sich mitsamt der Gold hierher bewegt hat. Interessant, wie ist der Status der Gold? I am detecting disabled systems on the Gold, but there is no weapons damage. Also, sensors indicate that the Voth Dreadnought has its weapons armed, but has not fired. What do you suggest? Ich erkenne ausgefallene Systeme auf der Gold, aber es gibt keinen Waffenschaden. Die Sensoren zeigen außerdem, dass die Voth Dreadnought ihre Waffen aktiviert hat, aber noch nicht feuert. Was schlagen Sie vor, Admiral? Rufen Sie die USS Gold, finden Sie heraus, was Sie wissen. So, wir kümmern uns jetzt aber erst um das Magnesiterz und dann um die Gold. Eines auch noch. Was zum Einsammeln.
someone would find us. We were on a routine survey in the Jenolan Dyson sphere when something happened. Systems that have been dormant for centuries activated. The energy readings were off the scale. Then a flash and... Beim Propheten. Ich wusste, dass uns jemand finden würde. Wir waren bei einer Routineuntersuchung in der Jenolan Dyson Sphäre, als etwas geschah. Systeme, die für Jahrhunderte inaktiv waren, erwachten. Die Energiemesswerte lagen außerhalb der Skala. Plötzlich ein Blitz und dann... Wir sind jetzt hier. Sie sind nicht allein. My nav computer claims we're in the Delta Quadrant. If that's right, this entire Dyson sphere somehow moved itself more than 50,000 light years from its previous position. Since then, we've been stuck. I would have taken Voyager's path back home if we could get out of the sphere. The doors were locked tight and the gateway powered down as soon as we arrived. Mein Navigationscomputer sagt, wir sind im Delta-Quadranten. Wenn das stimmt, dann hat sich die gesamte Dyson-Sphäre mehr als 50.000 Lichtjahre von ihrer vorherigen Position entfernt. Wir sitzen fest. Wenn wir aus der Sphäre gelangen könnten, würde ich den Weg der Voyager nehmen. Aber die Tore sind verschlossen und das Portal wurde wieder abgeschaltet. Die Sphäre hat sich bewegt, aber wir können sie nach Hause bringen. Glad to have the help. Supplies are running low. But what was that ship that just passed us? Shares some signs of Voth tech, but our databanks don't have anything like that. Danke für die Hilfe. Die Vorräte wären knapp. Aber was war das für ein Schiff, das an uns vorbeigeflogen ist? Sieht nach Voth-Technologie aus, aber unsere Datenbanken kennen es nicht. Erzählen Sie, was mit den Voss und der Solonei Dyson Sphere geschehen ist. Another Dyson sphere? It's taken us 40 years to study this one, and we're not even close to understanding it. And if that ship was Voth, it would explain why they ignored our hails. They came in with their weapons armed and then simply stopped. Didn't see us as a threat. Eine weitere Dyson-Sphäre? Wir haben 40 Jahre gebraucht, um diese zu studieren, und wir verstehen noch fast gar nichts. Wenn dieses Schiff von den Voss war, würde das erklären, warum sie unsere Rufe ignorieren. Admiral, Sie sind bewaffnet angekommen und haben einfach angehalten. Sie sehen uns nicht als Bedrohung. The ship set course for the sealed door and is just sitting there. They're ignoring us. I promised my crew we'd get home. If you could send over a team with some spare components, I can get this ship ready to travel. Das Schiff ist auf das verschlossene Tor zugeflogen und einfach stehen geblieben. Sie ignorieren uns. Ich habe meiner Besatzung versprochen, dass wir nach Hause kommen. Wenn Sie ein Team mit Ersatzteilen schicken, könnte ich dieses Schiff reisefähig machen. Wir beamen einige Techniker herüber. I have extensive experience with the Voth. While they are arrogant, it is not like them to completely ignore a potential threat. It may be that they sense a greater danger. I suggest we approach and attempt to hail them. Voyager found that some Voth were open to negotiation. We should make every attempt to find a peaceful solution. Ich habe umfangreiche Kenntnisse über die Voss. Sie sind zwar arrogant, aber sie ignorieren keine möglichen Gefahren. Vielleicht spüren sie eine größere Bedrohung. Wir sollten uns ihnen nähern und sie kontaktieren. Die Voyager hat bereits einige verhandlungswillige Voss gefunden. Wir sollten auf jeden Fall eine friedliche Lösung finden. Nähern Sie sich dem Voth-Schiff und kontaktieren Sie es. Setzen Sie Kurs auf das Schiff. So, die USS Gold nimmt anscheinend Kurs auf das Portal. So, bevor wir mit dem Voth-Dreadnought sprechen, da gibt es noch was zum Einsammeln. The Voth are moving towards the door. Tuvok? Your query will have to wait, Doctor.
Shields are down and we... You're not... You're not Cooper. The weak shall perish. Captain, the Undine outside of the sphere are powering weapons. The mammalian ship is still disabled. Arm all weapons. We will destroy the creatures and then return for the mammals. I am unharmed, but we are in danger. We are deep within the Delta Quadrant, right where Cooper wanted us. We do not know how long this infiltrator has impersonated Cooper, or the extent of what he has done. However, I am quite familiar with the tactics of Species 8472. We will repel the Undine, and survive to warn the Alpha Quadrant of the renewed threat. Finally, a worthy adversary for my new ship. Okay, 3 Angriffswellen der Undinen abwehren mit einem Schiff. Okay, der ist auf Level minus 15 im Vergleich zu mir. Sollte also unter Umständen einfacher sein. Frustrated? You were so I do not get angry. I rectify my mistakes. Ganzen Fähigkeiten hier komme ich noch nicht so wirklich zurecht von dem Schiff. Ships on approach. This vessel cannot defeat them alone. This ship can take it. I have experience with the Undine. You do not. They are extremely dangerous. The Lisette is here to provide any assistance you require. Ist doch schön, wenn wir hier Unterstützung kriegen.
3 Undine battleships inbound. 3 battleships? That may be a problem. We hold here. None of the Undine get through. The Fortescue is here. Now the real fight can begin. Wieder ein interessanter Kampf hier. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen konzentriert auf das Geschehen, deswegen rede ich nicht so viel. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich hier halt mit einem Schiff kämpfe, was ich nicht so gut kämpfen kann. 2 Undine dreadnoughts are approaching. So. 2 Undine Dreadnoughts. So. Ein Dreadnought haben wir. Einer bleibt noch. You only delay the inevitable. Good to see you. We would have arrived sooner, but there was a Voth fleet in the way. Schön, Sie zu sehen, Admiral. Wir wären früher hier gewesen, aber es war eine Voth-Flotte im Weg. Congratulations on a successful mission. Now the Romulan Republic will take over. We'll set up a command center for further operations. I'm sure Command will contact you when your presence is needed. Gratulation zur erfolgreichen Mission. Nun übernimmt die Romulanische Republik. Wir errichten eine Kommandozentrale für weitere Einsätze. Ich bin sicher, dass wir Sie kontaktieren, wenn Sie gebraucht werden. Ich glaube nicht, dass die Republik dazu befugt ist. No, this ends now. Our generosity to the Romulans can only extend so far. The Klingon Empire claims this Dyson sphere as its own. Starfleet and the Republic would be wise to keep their distance. Or else. Nein, hier ist Schluss. Unsere Großzügigkeit für die Romulaner hat Grenzen. Das Klingonische Reich fordert die Dyson-Sphäre für sich. Die Sternenflotte und die Republik sollten sich lieber zurückhalten, sonst... Die Sphäre gehört bereits der Föderation. Sie haben keinen Anspruch hier. Oh? Are you prepared to back that statement with action? The Klingon Empire has restrained itself again and again in an attempt to maintain this alliance with the Romulans. I think it's time I remind you of what happens when a Klingon loses patience. Oh, wollen Sie diese Aussage mit Taten unterlegen, Admiral? Das Klingonische Reich hat sich sehr zurückgehalten, um diese Allianz mit den Romulanern aufrechtzuerhalten. Ich denke, es ist Zeit, Sie daran zu erinnern, was passiert, wenn ein Klingone die Geduld verliert. Sehr schön, Cohen. Wir werden sehen, wer überlebt. Fighting over this sphere is not an option. It would divide our strength. Precisely what would benefit the Undine. The Voth chose to fight instead of cooperate.
They were destroyed. We can choose not to be enemies. It is time we did so. Der Kampf über diese Sphäre ist keine Option. Er würde unsere Stärke verringern und den Undinen helfen. Die Voss wollten kämpfen, anstatt zu kooperieren. Sie wurden vernichtet. Wir müssen keine Feinde sein. Nun, Corin? The Klingon Empire will not sit and wait while the Federation and Romulans continue to claim these powerful weapons for themselves. This conversation is not over. Das Klingonische Reich wird nicht dasitzen und warten, während die Föderation und die Romulaner diese mächtigen Waffen für sich selbst beanspruchen. Diese Unterhaltung ist noch nicht vorbei. Sehr schön. Und Sie, Commander Jarok? The Romulan Republic will continue to take responsibility for areas within our jurisdiction, but I do not wish to cause a rift in what has been a successful joint action. Die Romulanische Republik wird weiterhin die Verantwortung über Angelegenheiten in unserem Zuständigkeitsbereich übernehmen. Aber ich möchte keine Kluft in eine erfolgreiche Zusammenarbeit schlagen. However, I will not be put in a position where I must choose between the Federation and the Klingon Empire. We have agreements on both sides that must be honored. Sub-Commander Cole can handle the details. I am a ship captain, not an administrator. Ich lasse mich jedenfalls nicht dazu bringen, zwischen der Föderation und dem Klingonischen Reich zu wählen. Wir haben Abmachungen auf beiden Seiten, die wir ehren müssen. Subcommander Cole kennt diese Einzelheiten. Ich bin Captain eines Schiffes und kein Diplomat. Sehr schön. Cooper's departure has lifted the miasma in my mind, an affliction that I did not even realize was there. He was influencing me. He used the psychic abilities of the Undine to influence my thoughts, and the results are an effect of my failure. I should have been able to detect his influence. Coopers Abgang hat meine Geistesverwirrung gelüftet. Ein Leiden, das ich gar nicht bemerkt habe. Er hat mich beeinflusst. Er hat die psychischen Fähigkeiten der Undinen eingesetzt, um meine eigenen Gedanken zu lenken. Und das Ergebnis führte zu meinem Versagen. Ich hätte seinen Einfluss erkennen müssen. Wir müssen nach vorne schauen. Was nun? We have fulfilled our mission to neutralize the jump capabilities of the Solanae sphere, only to open up a gateway that the Undine can now use to reach our space. They will no longer have to create rifts from fluidic space. Was this Cooper's plan all along? I suggest we return to Subcommander Cole. We must attempt to save the fragile peace of the Alliance. Wir haben unsere Mission erfüllt und die Sprungfähigkeit der Solanae-Sphäre deaktiviert. Allerdings dabei ein Portal zu unserem Raum für die Undinen geöffnet. Wir müssen nun nicht länger Risse aus dem Flüssigraum erzeugen. War das Coopers Plan? Wir sollten zu Subcommander Cole zurückkehren. Wir müssen den zerbrechlichen Frieden der Allianz bewahren. The sphere is under Federation control. This sphere is only accessible through an Alliance-controlled gateway. Then perhaps it is time to end this alliance. This is neither the time nor the place for this. Commander Jarok is correct. The Undine are a threat to us all. Now they have direct access to our space. I propose a summit. We must decide together what we must do to protect the Alpha Quadrant. Our disputes may need to be put aside in the face of a greater enemy. I volunteer to mediate these talks. Dr. Cooper manipulated me to achieve his goals. It is only logical that I take responsibility for what has happened here. Very well, Vulcan. We will finish this later. Das alles hätte ich nicht voraussehen können, Admiral. Es tut mir leid für Admiral Tuvok, aber mich hat Cooper mit seiner Verkleidung auch getäuscht. Tuvok und ich werden das weitere Vorgehen planen. Wir müssen alle dazu bringen, miteinander zu reden, bevor wir gleich wieder aufeinander schießen. Ich werde Sie wieder kontaktieren, wenn wir konkrete Pläne ausgearbeitet haben. Wir werden sicherlich Ihre Hilfe brauchen. So, damit haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da.
Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.